Hallo, mein Name ist Andreas und ich bin der Gründer von Flowrow. Mich haben in letzter Zeit viele Leute gefragt, sag mal Andreas, was hat es eigentlich auf sich mit diesem Flowrow-Board? Wie sieht das aus? Was kann das? Was hat das für Vorteile? Und genau diese Fragen möchte ich jetzt beantworten. Hier vor mir habe ich ein Flowrow-Board in Buche. Das besteht aus zwei solchen Balanceuntersätzen. Hier mal eins hier hoch. Dort siehst du diese Vertiefungen. In diese Vertiefung werden wir gleich unser Rudergerät reinstellen. Wir haben das Flowrow-Board auch in den Farben Schwarz. Das sieht dann genauso aus, gleiche Dimension, nur einfach in einer anderen Farbe. Außerdem gibt es das Flowrow-Board auch noch in Eiche. Auch in Eiche hast du genau hier diese Nuten, also alles genau wie bei diesem hier. Was du hier auch siehst, ist so ein blauer Sticker, da steht drauf Flowrow-Board Challenge. Das gibt an den Schwierigkeitsgrad von dem Board, also wenn du willst, die Wackeligkeit. Challenge wäre jetzt die dritte, die mittlere von insgesamt 5 Schwierigkeitsgraden. Und welcher Schwierigkeitsgrad für dich der passende ist, das findest du raus. Das hängt ab von deinen Balancefähigkeiten, aber auch von deinem Körpergewicht und findest du raus über eine Tabelle auf der Website, auf unserer Website www.flowrow.fit. Gut, aber was kann jetzt dieses Flowrow-Board? Dazu mache ich einfach mal ein paar Schläge mit dem wunderschönen Waterrower, auf dem ich hier sitze. Ja, es fühlt sich super cool an, ist ein tolles Rudergerät. Jetzt ist es so, ich kann natürlich jetzt auch auf dem Rudergerät wie so ein Schluck Wasser hängen, also meine Körpermitte eigentlich nicht weiter anspannen und kann trotzdem ziemliche Performance damit bringen. Das wird sich aber natürlich jetzt gleich ändern, wenn wir das Rudergerät upgraden mit dem Flowrow-Board. Und das mache ich einfach mal jetzt. Dazu stelle ich den Waterrower mal senkrecht hin, platziere eines der beiden Balanceboards vor die Vorderfüße. Dann lege ich das wieder hin, muss so gucken, dass es so einigermaßen in diese Nuten passt. Das gleiche mache ich mit dem hinteren Flowrow-Board. Dann passt das exakt in die Nuten. Jetzt kontrolliere ich nochmal alle 4 Füßchen. Vorne sitzt noch nicht ganz exakt, ganz bisschen Kraft. Dann ist es in der Nut. Genau, so. Jetzt ist das Ganze wackeliger. Gibt ein dynamisches Rudergefühl. Ich mache ein paar Schläge. Jetzt kann ich nicht mehr so wie ein Schluck Wasser da drauf sitzen. Jetzt muss ich meine Körpermitte aktivieren. Und es macht mega Spaß. Viele Leute, die es ausprobiert haben, sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie im Ruderrennboot. Nur, dass ich im Ruderboot natürlich meine beiden Ruder habe, um das Boot auszubalancieren. Das habe ich hier nicht. Hier balanciere ich es über die Körpermitte aus. So, jetzt erzähle ich dir noch das Beste an dem Flowrow-Board. Und das ist, dass du damit deine Tiefenmuskulatur trainierst. Was ist das? Die Tiefenmuskulatur in der Körpermitte, das sind so kleine Muskeln eigentlich, die ganz in der Nähe der Wirbelsäule sind. Also gelenknahe Muskulatur, die sehr schwierig zu trainieren ist. Also bei unseren typischen Kraftübungen, die wir meistens machen, trainieren wir eher so die oberflächlichen, größeren Muskeln und die Tiefenmuskulatur eigentlich oft nicht so sehr. Diese kleinen Helferlein, die reagieren am besten auf reflektorische Reize, also zum Beispiel auf die Inbalance von unserem Flowrow-Board. Was heißt das? Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Minuten oder länger ein Ruder-Workout mache mit dem Flowrow-Board,
dann trainiere ich 20 Minuten lang nicht nur meine Kraft und meine Ausdauer, sondern die ganze Zeit meine kleinen Helferlein. Ja? Und die stützen die Wirbelsäule, also sprich die Wirbelkörper und die Bandscheiben. Und das ist natürlich extrem wichtig für das Rudern. Also es gibt viele Ruderer, die zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall haben, weil sie zu schwache Tiefenmuskulatur haben. Kann natürlich auch andere Gründe haben, aber kann ein Grund sein. Aber fürs richtige Leben außerhalb vom Rudern ist es natürlich auch extrem wichtig. Was machst du jetzt, wenn dir das Flowrow-Board am Anfang vielleicht ein bisschen zu wackelig ist? Da haben wir hier diese Gummipads und ich tue jetzt mal von denen, die sind so 8 mm dick, jetzt tue ich mal auf jede Seite zwischen das obere und untere Brett 3 Stück von denen, links und rechts. Ist übrigens egal, ob du das vorne oder hinter tust, es begrenzt einfach die Bewegungsamplitude. Und damit verstellst du den Schwierigkeitsgrad von deinem Flowrow-Board. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr ganz so wackelig. Und ich würde dir eigentlich empfehlen, wenn du am Anfang merkst, das ist dir zu wackelig, ich würde dir empfehlen, versuch nicht einfach die Herausforderung zu suchen, dich zu überfordern, sondern nimm ruhig diese Pads. Warum? Wenn wir sagen, die Tiefenmuskulatur reagiert auf reflektorische Reize, heißt das eigentlich, ich muss meinem inneren Steuerungssystem vertrauen, denn das steuert ja diese reflektorischen Reize. Und wenn ich jetzt gegenspanne, dann verhindere ich ja, dass ich meinem inneren Steuerungssystem vertrauen kann. Also, ruder doch mit denen hier und jetzt merkst du, jetzt kannst du loslassen. Oh, wackelt ein bisschen. 20 Minuten oder länger. Und jeden Schlag trainierst du deine kleinen Helferlein. Irgendwann wirst du merken, haben mir viele gesagt, relativ schnell, merken, oh, ist ja ein bisschen leichter geworden. Dann nimmst du einfach mal auf jeder Seite so ein Pad raus. Hast offensichtlich deine kleinen Helferlein schon ganz gut trainiert. Und dein Balancegefühl. So, jetzt merkst du, es ist schon etwas wackeliger, aber du kommst damit klar und beim nächsten Mal nimmst du vielleicht dann noch ein Gummipad weg. Gut. So viel mal für heute zum Thema Flowrow Board für Waterrower. Wenn du noch mehr Informationen über Flowrow oder das Flowrow Board finden möchtest, unter unserer Webseite www.flowrow.fit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du unseren YouTube-Kanal und unsere Facebook-Seite abonnierst. In der nächsten Woche stelle ich dir das Flowrow-Board für das Concept 2 vor. Ja, bis dahin, liebe Flowrow-Freunde, bleibt fit, bleibt motiviert, bleibt im Flow. Euer Andreas.